Nach unserer 6-tägigen Safari in Tansania haben wir uns vorgenommen, weiter durchs Land zu reisen, um mehr von der Kultur und den Menschen kennenzulernen. Und zwar nicht mit Guide und aus dem Fenster eines Safari-Jeeps, sondern mit dem Rucksack auf dem Rücken inmitten der Einheimischen. Aber in einem Land, in dem sich der Tourismus zum Großteil auf geführte Touren und Komplettpakete beschränkt, merken wir schnell, dass man als Individualreisender vor einige Herausforderungen gestellt wird. Aber man wird halt nur verarscht. Man wird hier ehrlicherweise als wandelndes Portemonnaie gesehen. Du weißt halt nie so, wem kannst du jetzt vertrauen. Ich würde einfach gerne zu einem offiziellen Eingang gehen. Aus dem Nichts taucht irgendein Typ auf, kostet $30. Für irgendeine Tour schon wieder. Wir nehmen dich mit auf unser Abenteuer in die Usambara-Berge, wo wir Tansania abseits der Jeep-Kolonnen in den Nationalparks auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, aber dabei auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Also ich finde, der Bus sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Oh mein Gott, es geht los. Wir sind aber pünktlich. Also 6 Minuten zu spät ist krass. Und ja, den hatte hier die Company hatte unser Gastgeber empfohlen. Kilimanjaro heißt der, ne? Kilimanjaro Express, ja. Kilimanjaro Express. Ich glaube, kann ganz gut werden. Wir sind jetzt in Mombo ausgestiegen. Wir haben dem Busfahrer gesagt, er soll uns einfach rauswerfen, weil hier steigt man um nach Lushoto. Das ist unser endgültiges Ziel und wir wussten nicht ganz genau, wie das mit dem Umstieg funktioniert. Aber als wir ausgestiegen sind, kamen gleich 5, 6 Leute auf uns zu, haben gesagt, wo wir einsteigen müssen in eine Dalas, so nennen die hier diese kleinen und großen Shuttles. Das hat jetzt 10.000 Schilling pro Person gekostet, also so knapp 3 Euro. Jetzt haben wir gesehen, was die anderen so gegeben haben. Ich glaube, das war nicht der offizielle Preis, aber mein Gott, jetzt 3 Personen, 3 Euro pro Person für eine Stunde Fahrt. Und dann sind wir hoffentlich in Lushoto hier in den Bergen. Sieht schon richtig grün und schön aus. Das hier ist unser Zimmer für 2 Nächte, glaube ich. Ich glaube, es hat alles, was man braucht. Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein paar Fenster und eine abgetrennte Dusche. Wir zahlen hier 34 Euro pro Nacht inklusive Frühstücks. Hier eine tolle Anlage, riesengroß, mitten im Grün, zeigen wir euch morgen. Weil heute wollen wir noch eine kleine Wanderung machen, falls wir es zeitlich noch schaffen. Die hat uns auch Abu vorgeschlagen, mit dem sind wir hierher gefahren. Der hat uns auch ein paar andere Sachen noch gezeigt, die man hier machen kann. Ich hatte mich vorher auch schon ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen recherchiert. Und in Tansania ist es immer ein bisschen schwierig, Sachen auf eigene Faust zu machen, weil die Leute wollen dann immer Touren und Pakete und so weiter verkaufen. Für eine Safari muss man das machen. Aber wir sind ja extra hier, um ein bisschen unabhängig backzupacken. Ja, das ist ja so ein bisschen unser Ziel hier und es ist einfach verdammt schwierig. Und als er dann gemerkt hat, dass er da mit uns jetzt nicht unbedingt einen Schilling verdienen kann, weil wir nicht $100 für so eine Tour zahlen wollen, sondern versuchen, das Ganze so ein bisschen auf eigene Faust zu machen, da ist seine Stimmung schlagartig umgeschlagen. Also vorher war er so witzig, die ganze Zeit Späße gemacht und die Leute in Arusha sind alle so furchtbar und hier in Lushoto sind alle so nett und jetzt auf einmal total angepisst einfach weggegangen. Die Leute haben hier wirklich 2 Gesichter, das ist echt schade. Die Erfahrung haben wir auch schon in Arusha gesammelt und das ist halt das, was wir in diesem Video ja auch so ein bisschen ausprobieren wollen. Das ist jetzt unser erster Eindruck. Wir versuchen uns hier ein bisschen durchzuschlagen. Schauen wir mal, ob wir den Viewpoint heute Abend noch schaffen. Wir haben schon eine Alternative gefunden hier vor unserer Unterkunft statt Motorradfahrer. Der hat gesagt, ich fahre euch für 30.000 Schilling, also ungefähr 10 Euro hin und zurück und warte auf euch. Und ja, das ist auf jeden Fall die deutlich günstigere Variante. Aber auch unbequemere. Ich finde es durch, weil ich finde, die macht auch noch viel mehr Spaß. Ja, du kannst gerne mit mir tauschen. Ja, du sitzt hier wie so ein Sandwich in der Mitte. Also wir sind jetzt angekommen, glaube ich, so mehr oder weniger. Wir müssen jetzt noch den Eingang finden und hier kam dann natürlich auch direkt wieder jemand, hat gesagt, ja, das kostet so und so viel und wir können uns auch noch was anderes angucken, das kostet dann aber nochmal mehr und er begleitet uns dahin und wir sollen aber hier schon zahlen und so und das kommt mir auch schon wieder etwas merkwürdig vor. Ich würde einfach gerne zu einem offiziellen Eingang gehen und da bezahlen. Also bisher würde ich sagen, es wird einem sehr schwer gemacht, irgendwas auf eigene Faust zu machen. Das ist nicht gewollt. Das sieht so cool aus. Guck mal, wie grün das ist. Okay, es geht schon. Oh mein Gott, okay. Es geht schon sehr steil runter hier. Aber das Highlight, das liegt hier auf der Seite, nämlich der Sonnenuntergang. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber
Was für eine heftige Aussicht. Wir wollen jetzt nicht so sehr auf den Preisen rumreiten, aber das Ganze hat uns jetzt halt 16 € gekostet gegenüber der angebotenen $100 für die Tour. Also eine krasse Preisdifferenz. Wir wollen jetzt auch nicht wie so Geier hier rüberkommen, aber das ist so ein bisschen, was für uns Backpacking auszeichnet. Die Dinge irgendwie selbst machen, selbst herauszufinden, wie man da hinkommt, das auf eigene Faust zu machen und eben nicht alles in der gebuchten Tour zu machen. Das hatten wir jetzt ja 6 Tage lang auf der Safari und diese Erfahrung ist halt die gleiche, ne, für einen Bruchteil des Preises und die Erfahrung ist einfach mega krass. Also die Aussicht hier ist wunderschön und bis auf die Leute, die uns gerade entgegengekommen sind, ist halt niemand hier. Also das ist auch eine andere Seite von Tansania, wo ich mir denke, dieses Land ist einfach so wunderschön und wir genießen jetzt einfach den Sonnenuntergang hier. Mambo und guten Morgen. Wir haben ausgeschlafen, sind jetzt hier beim Frühstück. Es gab auch keinen Grund, früher aufzustehen, weil wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht mit Regen. Wobei hier Lushoto schon zu den regenreicheren Regionen Tansania gehört. Deswegen ist es auch so grün. Mal schauen, was wir heute von den geplanten Sachen machen können. Wir lassen uns jetzt erstmal schmecken und dann gehen wir runter in die Stadt. Unsere erste Aufgabe bestand darin, heute ein Busticket zu buchen für unsere Weiterreise nach Kenia morgen. Und auch hier war es so, als wir angekommen sind, haben wir erstmal gefragt, weil hier ist nichts mit Online-Buchen und so. Das heißt, wir wirklich zum Busterminal gehen und nachfragen, wie wir da hinkommen. Und auch die erste Info, die wir bekommen haben, weil wir gefragt haben, gibt es denn auch solche große Busse? Da hieß es, nee, es gibt nur so Shuttles. Sind wir eine Station weitergegangen, der hat gesagt, na klar gibt es große Busse und so weiter. Also man muss irgendwie immer noch mal hinterher sein, hinterfragen und so weiter. Aber jetzt haben wir ein Ticket gebucht, das bringt uns erstmal nach Tanga, das ist eine größere Stadt, etwa 4 Stunden entfernt. Und da hat er gemeint, können wir Busse nach Mombasa nehmen, nach Kenia. Und dann steigen wir am Diani Beach aus. Das seht ihr übrigens dann nächste Woche, falls euch das interessiert. Dann abonniert den Kanal, da gibt es ein bisschen Strand. Und jetzt schauen wir uns hier ein bisschen in der Gegend mal um. An sich ist die Stimmung hier relativ entspannt und cool. Hier hinter mir seht ihr eine Kirche, denn Tansania ist ein nicht nur, aber überwiegend christliches Land und die Bauweise der Kirche wirkt dabei fast schon deutsch mit dem Backstein. Gesamt von der Architektur wirkt es jetzt so, als könnte die auch in Deutschland stehen, was kein Wunder ist. Denn Tansania war früher Teil von Deutsch-Ostafrika, einer deutschen Kolonie. Und Lushoto wurde auch durch deutsche Kolonialisten gegründet im Jahr 1889 hier als Wilhelmsthal. Die Deutschen haben ja auch eine Eisenbahn gebaut, die Usambara-Eisenbahn, die haben wir auf dem Hinweg hierher auch gesehen. Die ist aber, glaube ich, mittlerweile stillgelegt oder teilweise nur noch für Frachtzüge in Betrieb. Und die Deutschen sind in erster Linie hierher gekommen, weil es ein bisschen kühler ist und weil das Malaria-Risiko hier deutlich geringer ist. Und wir haben zum Beispiel auch eine Pharmacy gesehen, die hieß Muller Pharmacy oder man sieht es auch an manchen Gebäuden, dass hier auf jeden Fall ein kolonialer deutscher Einfluss spürbar ist. Und einige Leute sprechen hier auch noch Deutsch, wobei ich nicht weiß, ob das koloniales Erbe ist oder eher daran liegt, dass die meisten Touristen, die hierher kommen, deutsch sind. Und ich persönlich habe in der Schule wenig über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt, wenn dann über Deutsch-Südwestafrika, wo es ja fürchterliche Völkermorde gab, wenig über Deutsch-Ostafrika. Das musste Deutschland allerdings nach dem Ersten Weltkrieg abtreten an die Briten. Deswegen gibt es ja auch noch einen großen britischen Einfluss in Tansania mit Tee und Scones und so weiter. Und 1961 wurde Tansania dann unabhängig und hat sich 1964 mit der Insel Sansibar zusammengeschlossen. Genug Geschichtsstunde, jetzt wird es auch mal Zeit, kulinarisch Tansania etwas zu erkunden. So this is ugali. So we bring the side plate to share, is that okay? Yes. Alright, perfect. Yes. Thank you so much. Ja, wurde hier frisch zubereitet. Erklär uns mal, was wir hier haben. Also wir haben 2, glaube ich, sehr traditionelle Gerichte bestellt. Einmal hier Pilau, das ist so Reis mit verschiedenen Gewürzen und Gemüse zubereitet. Dazu haben wir jetzt, glaube ich, wieder so ein Auberginen-Curry. Das haben wir die letzten Tage schon oft gegessen, sehr lecker. Und wir haben jetzt endlich auch, wie heißt das nochmal? Ugali. Ugali probiert. Das ist aus Maismehl hergestellt. Das ist sehr bekannt hier in Tansania, generell in Ostafrika. Und ja, ich würde sagen, wir lassen es dann schmecken. Machen wir mal gleich den Live-Geschmackstest. Horst ist ja immer sehr gut darin, Geschmäcker zu beschreiben. Oh mein Gott. Lecker? Es schmeckt übertrieben lecker. Wirklich? Es schmeckt übertrieben lecker. Okay. Allein schon der Reis. Du liebst auch Reis. Ich liebe Reis. Aber der ist so lecker gewürzt. Dann hier dieses Curry. Bisschen scharf. Ich habe mich gefragt, ob es scharf ist. Er meine so nicht so krass, aber ein bisschen scharf. Also richtig, richtig lecker. Sehr Ich gut. will auch. Lala Sudisana.
heißt es, glaube ich. Essen sehr gut. Dann einmal der Ugali-Test hier. Also, ich glaube, es ist ein gutes Nahrungsmittel, um satt zu werden, aber es hat jetzt nicht sonderlich viel Geschmack. Eigengeschmack. Man muss halt was dazu essen wahrscheinlich. Man muss es hier so in die Soße machen. Dann schmeckt es ganz gut. Ihr hört es bestimmt schon im Hintergrund. Das hier ist das Ziel, der Kisasa Waterfall. Sieht schon richtig cool aus. Schön. Wir haben uns auf der Hauptstraße einfach wieder einen von diesen Rollertaxis geschnappt. Das hat sich hier etabliert als günstige und schnelle Fortbewegungsmethode. Und der läuft jetzt auch hier mit uns runter zum Wasserfall. Wir haben gerade schon mal einen ersten Blick drauf geworfen. Sieht ziemlich cool aus. Die ganze Landschaft hier erinnert mich so richtig krass an Ella in Sri Lanka. Das ist so der erste, so guter Vergleich, glaube ich, den man ziehen kann. Auch so in den Bergen, auch grün, ne? Bisschen angenehmeres Klima. Keine Teefelder, aber so einfach von den Bergen und so sieht es ähnlich aus, finde ich. Wenn es noch regnet, ist, dass der Wasserfall natürlich auch relativ viel Wasser führt. Sieht schon beeindruckend aus. Es endet leider, wie es enden musste. Wir sind auf dem Weg zum Wasserfall nach unten. Aus dem Nichts taucht irgendein Typ auf. Schon mit einer, sage ich mal, relativ grundaggressiven Attitüde. Der sagt, dass wir hier unbedingt einen Guide brauchen. Ich hatte vorher die Rezensionen gelesen, auch die aktuellen, dass hier eigentlich nur ein Eintritt fällig ist. Aber gut, okay, haben wir gefragt, was der Guide kostet. Kostet $30. Für irgendeine Tour schon wieder. Wieso? Wir wollen uns nur den Wasserfall anschauen. Also es ist auch alles total inoffiziell, auch die Google-Rezensionen. 10 Leute waren hier, 10 Leute schreiben irgendwelche anderen Eintrittspreise. Dann waren noch ein paar andere Leute unten. Und ich sag mal, die Stimmung ist dann halt auch nicht angenehm gewesen, sondern schon so ein bisschen aggressiv. Und dann wird immer erzählt, das ist alles Official Regulation und sonst irgendwas. Sind aber alles angezogen wie Zivilisten. Das Eingangshäuschen war, glaube ich, ein Souvenirshop. Also man weiß nichts Offizielles. Das ist halt das Schlimme daran. Wenn es was Offizielles wäre, meinetwegen. Aber man wird halt nur verarscht. Man wird hier ehrlicherweise als wandelndes Portemonnaie gesehen. Das ist kein schönes Gefühl. Die Leute stellen sich einem in den Weg. Man kann nicht mehr weiterlaufen. Also es ist einfach keine schöne Erfahrung. Ja. Und wie gesagt, wir hätten hier gar kein Problem mit 5 € pro Person für den Eintritt für den Wasserfall zu zahlen oder 7 €, whatever. Ist doch völlig in Ordnung, ja. Aber dann einfach so random aus dem Nichts $30 zu verlangen für irgendeinen Guide und irgendeine Tour, die man auch nicht braucht. Also es ist, man will sich ja nur den Wasserfall anschauen. Ja schon davor, basically. Wir sind zurück in der Unterkunft. Backpacking in Tansania zehrt doch an den Nerven. Ja, leider fällt unser Fazit jetzt negativer aus, als ich gedacht hätte. Also ich meine, die Landschaften und alles hatten Potenzial. Das könnte hier eine 10 von 10 sein. Aber die Erfahrung wird natürlich getrübt durch solche Sachen wie eben jetzt beim Wasserfall. Wir haben ganz viele solcher Beispiele leider erlebt in den letzten Tagen und Wochen. Und ich wollte noch mal sagen, dass es uns auch nicht in erster Linie um das Geld geht. Wir waren auch in anderen Ländern, wo Eintritte teuer sind, zum Beispiel in Sri Lanka oder so. Aber das ist immer offiziell. Das kann man sich vorher angucken und dann bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Und hier ist es nichts Offizielles. Das heißt, man wird einfach über den Tisch gezogen. Und das ist ein Scheißgefühl, wenn du weißt, dein Gegenüber ist nicht ehrlich zu dir, der Preis wird sich ausgedacht, du wirst halt irgendwie angelogen. Wir hatten so viele Beispiele, wo uns was gesagt wurde, was einfach nicht stimmt. Und es regt mich auf, das frustriert mich. Ich verliere damit den Glauben an die Menschen und das möchte ich nicht. Das erinnert mich auch zum Teil so ein bisschen an Indien, wo wir auch so ein bisschen Trust-Issues irgendwann hatten. Und das ist einfach keine schöne Art zu reisen. Der Vollständigkeit halber wollen wir auch sagen, dass ein paar Dinge gut funktioniert haben. Unterkünfte waren meistens sehr schön, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit freundlichen Gastgebern, die auch ehrlich hilfsbereit waren. Oder auch in den Restaurants haben wir meistens gute Mahlzeiten gefunden, freundliche Leute getroffen. Und auch so im Daily Life, Leute, die einem nichts verkaufen wollen, waren immer lieb gewesen. Aber alles, was halt irgendwie mit Aktivitäten zu tun hat, war einfach nur ein Pain in the... Ihr wisst, was ich meine. Es war einfach verdammt schwierig, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das frustriert einfach, weil eigentlich gefällt uns dieser Kulturkreis hier richtig gut. Es hat Super Spaß gemacht. Ja. Wir würden gerne noch nach Kenia gehen, machen wir auch morgen, aber auch noch mal für eine längere Zeit. Vielleicht auch nach Uganda, das hat uns ja so sehr interessiert. Aber das Ganze hat uns jetzt irgendwie, glaube ich, eher entmutigt als ermutigt. Ja, leider. Und im Endeffekt wird es dann beim nächsten Mal Afrika vielleicht doch wieder die Selbstfahrer-Safari in Namibia, was halt die meisten machen, oder irgendwas Richtung Südafrika, weil es dort halt einfach für Individualreisende ein bisschen leichter ist. Wir wünschten, wir könnten euch was anderes sagen. Wir haben gesagt, wir wollen hierher, wir wollen das Ganze ausprobieren und gucken, wie es ist. Und das habt ihr jetzt halt gesehen und das ist ein bisschen schade. Man merkt im Endeffekt, dass Individualtourismus, so wie wir es gerne machen, hier nicht so gewünscht ist. Eine Woche Safari, eine Woche Sansibar, alles an den Tourveranstalter zahlen. Das ist hier so die Devise. Nicht, dass die Devisen direkt über Backpacker bei den Leuten, bei den Unterkünften, bei den Restaurants und so weiter ankommen. So ist es halt nun mal. Das haben wir jetzt am eigenen Leib sozusagen erfahren. Aber eine Ergänzung noch hier, wir suchen uns wieder eine Spendenorganisation raus für Tansania. Das haben wir nach Indien ja auch gemacht. Wir haben jetzt ja ein bisschen Geld gespart durch nicht genommene Guides und nicht gemachte Touren. Das geht alles an diese Spendenorganisation. Die verlinken wir euch auch ganz oben in der Videobeschreibung. Genau.
Und wenn ihr schon mal in Afrika wart, ja, und jetzt sagt, ich habe noch richtig guten Tipp, was ihr auch auf eigene Faust machen könnt, was zum Beispiel nicht Südafrika oder Namibia ist, schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Oder wenn ihr schon mal in Kenia und Tansania wart, wie eure Erfahrungen gewesen sind, das interessiert uns sehr. Ja, vielleicht wart ihr mit dem Guide unterwegs und dann war es irgendwie komplett anders gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da eine sehr andere Erfahrung macht. Aber gut, es ist aber trotzdem nicht das letzte Video aus Afrika. Es geht ja weiter nach Kenia morgen, nur an den Diani Beach, bevor wir wieder zurück nach Deutschland fliegen. Aber das wollen wir euch auch nochmal zeigen. Wir wurden da auch schon vorgewarnt vor den Beach Boys und so weiter. Aber wir wollen uns halt wie immer erstmal ein eigenes Bild machen und danach urteilen. Das haben wir jetzt über Tansania gemacht und irgendwie mit gemischten Gefühlen beenden wir dieses Video und sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.